Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Thrift Flip Video. Endlich ist es wieder soweit, es wird genäht und ich habe rausgehört, dass ihr euch gerne wieder mehr Sachen in die Richtung Nähen bzw. Thrift Flips, so kleine einfache DIYs wünschen würdet. Falls ja, dann lasst mich doch sehr gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr da gerne sehen würdet, ob das mehr Thrift Flips sind oder vielleicht auch eher natürlich einfache DIYs, einfache Nähprojekte, jetzt wirklich aus Stoff oder sowas. Und falls ihr sehr gerne mit abstimmen wollt, dann könnt ihr auch sehr gerne auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Dort mache ich nämlich immer mal wieder Abstimmungen, was für Videos so als nächstes kommen sollen. Und ich bin ja demnächst auch wieder aus Brasilien zurück. Da kann ich wieder ganz, ganz viele schöne neue Videos nach euren Wünschen produzieren. Nun aber zurück zum heutigen Video und zwar zu dem Thrift Flip. Ich habe so ein paar Teile im Internet gefunden, also ich war so Secondhand shoppen und ich halte immer mal wieder Ausschau, ob mir so ein paar Teile irgendwie auffallen. Entweder weil ich sie einfach von sich aus schon sehr, sehr cool finde oder weil ich sage, hey, das hat Potenzial, indem ich einfach ein paar Änderungen mit einfüge. Das Coole ist natürlich auch an Secondhand-Klamotten, dass das Ganze nachhaltig ist. Das heißt, ihr könnt natürlich entweder bei euch selbst, bei Familien oder Freunden vorbeischauen, irgendwie Klamotten miteinander tauschen, in Secondhand-Läden gehen oder natürlich online Secondhand shoppen. Nun aber wirklich zu dem Thrift Flip. Ich habe ein paar Teile bestellt. Ich werde sie euch hier jetzt erstmal zeigen und natürlich auch angezogen zeigen und dann werden wir ein paar Teile nochmal ändern, sage ich mal, an dieser Stelle. Ich bin gespannt, wie das nachher wird. Ich habe sie ja nämlich noch nicht gesehen, denn ich setze mich gleich in Ruhe an die Nähmaschine. Kommen wir zu einem sehr einfachen Strickpulli mit Reißverschluss. Ich fand den ganz cool und ich weiß nicht, warum der verkauft worden ist. Der ist zwar von Zara, aber ich finde dieses Off-White sehr, sehr schön. Ich finde den Reißverschluss hier oben sehr schön, auch mit diesem Kreis. Ich weiß, dass das Ganze schon vor ungefähr 2 Jahren Trendthema war, aber ich finde, das ist einfach etwas Zeitloses. Man kann das sehr, sehr cool kombinieren und ich dachte eigentlich, dass ich das Ganze in der Crop-Version kürzen will. Aber irgendwie glaube ich mittlerweile werde ich das einfach so lassen, weil ich total zufrieden bin. Und ich will das absolut nicht riskieren, hier etwas umzunähen oder zu ändern, um am Ende des Tages das Teil doch nicht so cool zu finden und dann nie zu tragen. Also ich denke, auf diese Art und Weise werde ich das am häufigsten tragen. Anderes Teil, das jetzt wahrscheinlich riesig erscheint, und zwar ist es dieses, wie nennt man das? Es hat so eine Tweed. Ist es Tweed? Nee. Sorry, es gibt ein Wort für diese Art von Geweb. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Das sieht für euch jetzt so richtig altbacken aus. Das Ganze ist auch riesig. Ich finde es total interessant und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum hat sie sowas gekauft in einer so großen Kleidergröße, was ihr gar nicht passt. Ich wollte das hier umnähen und habe eigentlich gedacht, dass es viel, viel dünner ist und wollte daraus einen Rock machen, denn ich persönlich kann mir gerade hier unten die ganze Geschichte mit diesen Aufsatztaschen sehr, sehr schön als Rock vorstellen im Herbst, Winter. Und wir werden mal schauen, ob wir das Ganze irgendwie rausretten können. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall ein Riesenexperiment und ich zweifle auch sehr daran, dass meine eigenen Nähkünste dafür ausreichen werden. Aber wir werden unser Bestes geben, daraus einen Rock zu zaubern. Das habe ich mir zumindest vorgestellt. Außer ich komme gleich nochmal auf eine andere Idee. Wo wir bei Rock sind, kommen wir direkt zum richtigen Rock. Und so habe ich hier so einen braunen Cod-Rock gekauft. Den habe ich eher gekauft, um euch auch so ein bisschen zu zeigen, was man damit machen kann. Das ist ein Midi-Rock. Das ist so ein typischer Rock, den man irgendwie zu Hause findet. Bei der Mama, bei der Schwester, bei sich selbst von früher, bei der Oma. Und da wollte ich einfach mal schauen, ob es machbar ist, den gut zu kürzen und vor allen Dingen nochmal eine Gürtelschlaufe, also einen Gürtel auch noch dazu zu bringen, ob das gut aussehen kann. Das ist so ein bisschen ein Experiment, um euch einfach ein bisschen Inspiration zu geben. Falls ihr sagt, ich kann nichts mit Nähen anfangen, ich will aber unbedingt einen Cordrock haben und ihr vielleicht Khaki und Weinrot ganz schick findet, dann kann ich euch nur empfehlen, an dieser Stelle mal auf meinem Online-Shop vorbeizuschauen. Dort gibt es nämlich auch 2 Cordröcke in dieses Jahr. Nicht in einem geraden Schnitt, sondern eher in einem A-Linienschnitt bzw. leichter Tellerrockschnitt. Wie gesagt, der Link zu meinem Online-Shop und zu meiner Herbstkollektion, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist auf jeden Fall unten in der Infobox. Das nächste, was ich gefunden habe, ist auch ein sehr spannendes Hemd bzw. Bluse in so einem Fake-Wildleder bzw. in so einem Velour-Stil. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr cool an. Ich finde, das ist wirklich, das schreit Vintage. Ich habe mich total in die Farben verliebt. Ich habe mich irgendwie in den Aufdruck verliebt mit diesen Rosen und sowas. Ich finde das total spannend und ich dachte eigentlich, dass ich daraus auf jeden Fall irgendwie was anderes machen werde, weil ich den Stoff nur geil finde und weil mir dieses Hemd wahrscheinlich gar nicht so gut passen wird. Aber als ich es dann angezogen habe, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, irgendwie finde ich es total cool und feiere es total ab. Und an dieser Stelle hoffe ich sehr auf eure Hilfe, was ihr sagt. Sollte ich das irgendwie ändern? Sollte ich das einfach so lassen? Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Auf jeden Fall gefällt es mir irgendwie doch ganz gut und ich glaube, man kann das ziemlich cool kombinieren und ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein Oversize Vintage It Piece. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Teilen sagt. Jetzt werden wir aber erstmal zum Thrift Flip kommen und uns mal anschauen, was wir aus einigen der Teile zaubern können und wie das Ganze vorher-nachher aussieht. Fangen
Fangen wir einmal mit dem braunen Rock an. Entschuldigt schon mal die Hintergrundgeräusche. Ich bin eben gerade in Brasilien und dementsprechend ist das etwas lauter. Ich kürze den braunen Rock auf jeden Fall erstmal und habe ausgemessen, wie lange ich den gerne hätte. Bitte denkt dran, dass ihr noch die Nahtzugaben braucht. Nicht, dass er später irgendwie doch zu kurz wird. Ich habe das Innenfutter auch mit abgetrennt und nun habe ich das ganz einfach so gemacht, dass ich das Innenfutter zweimal umlege und komplett abstecke drumherum, damit ich das dann einmal runternähen kann. So könnt ihr nämlich sicher gehen, dass ihr letztendlich auch noch einen Unterschied zwischen dem Innenfutter und dem Außenstoff habt. Da habe ich nämlich nur einmal umgelegt und dadurch ist das Innenfutter einfach nochmal ein Stückchen kürzer, sage ich jetzt mal. Und es franzt natürlich auch weniger aus, denn ich muss ehrlich sagen, beim Cord das doppelt umzulegen, das wird einfach zu dick. Und da ich keine Overlock habe, muss ich das ganz einfach einmal gerade runterstecken und gerade runternähen. Wenn ihr fertig seid, seht ihr dann schon mal den Längenunterschied und dann könnt ihr eigentlich auch direkt an die Nähmaschine und das Ganze einmal komplett mit einem geraden Stich runternähen. Vergesst nicht zu verriegeln, damit das Ganze später auch nicht ausfranst. Wenn man versucht, möglichst nah an der Naht zu nähen, dann wird das Ganze auch sauber und franzt eigentlich nicht aus. Das gleiche macht ihr natürlich auch mit dem Innenfutter. Da finde ich das ehrlicherweise ein bisschen trickier, das Ganze schön gerade und sauber zu machen. Aber ich muss ehrlich sagen, solange ich die Teile selbst trage, bin ich auch nicht super ordentlich. Ihr seht auch hier einen sehr groben Fehler. Den habe ich aber nach dem Video wieder in Ruhe vom Fernseher beim Serie gucken ausgemerzt. Dann greifen wir uns den Reststoff, denn mit dem Reststoff wird eine Gürtelschlaufe gemacht. Und da muss ich ehrlich sagen, war ich am Anfang ein bisschen überfordert. Ich habe irgendwie versucht, 2 Streifen auszuschneiden, die letztendlich doch irgendwie zu kurz geworden sind. Denn durch diese Abschrägung am Rand musste ich das dann irgendwie auch nochmal runterschneiden, die Streifen aneinander nähen. Also es war irgendwie etwas komplexer, als ich eigentlich dachte, um irgendwie noch genug Stoff zu haben. Denn wir brauchen eigentlich einfach nur einen ganz, ganz langen Streifen, den wir einmal ineinander umdrehen, die, wie gesagt, bei mir leider etwas zu kurz war. Also wenn ihr da etwas mehr Stoff übrig habt, dann ist das auf jeden Fall umso besser. Neben dem Gürtel brauchen wir natürlich noch die Gürtelschlaufen, ansonsten hält der Gürtel nicht. Dementsprechend habe ich da nochmal den Reststoff genommen und habe dann nochmal solche kleine Rechtecke rausgeschnitten. Und diese kleinen Rechtecke, nachdem ihr sie rausgeschnitten habt, ich habe erst 5 rausgeschnitten, ich habe aber dann doch nur 4 gebraucht, legt ihr dann auf einer Seite um, also 1 cm, macht das bei allen, näht diesen 1 cm einmal wieder gerade runter und danach macht ihr genau das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Also ihr steckt den 1 cm nochmal auf die andere Seite runter, dann habt ihr eigentlich wirklich so kleine Streifchen, die schön sauber vernäht sind, nachdem ihr sie auf beiden Seiten genäht habt. Und das könnt ihr euch dann direkt an den Rock stecken und dann habt ihr eure Gürtelschlaufen. Da messt am besten wirklich auch aus, damit das wirklich sauber wird vom Abstand. Wenn die Gürtelschlaufen dann dran sind, dann müsst ihr sie nur noch per Hand oder mit der Nähmaschine festnähen und dann ist der Rock auch schon fertig und das Ergebnis seht ihr gleich. Wir uns so den Blazer, der mir ein bisschen zu groß ist, würde ich sagen. Ich habe erstmal die Länge des Rocks ausgemessen, beziehungsweise habe die Länge gemessen, so wie ich mir den Rock später vorstellen würde. Habe das dann erstmal abgezeichnet, durchgeschnitten und der Stoff war wirklich so viel widerspenstiger, als ich eigentlich dachte. Hat aber irgendwie doch später irgendwie geklappt. Ich habe erstmal die Seite der Knöpfe zugenäht, damit mir das Ganze später nicht wie so ein Schlitz einfach aufgeht und das Ganze natürlich für den Alltag trotzdem gut verdeckt ist. Danach habe ich meine Schneiderbürste genommen und da habe ich den Rock einmal drüber gezogen, damit ich den Rock dort einmal feststecken kann. Und nun hieß es für mich wirklich modellieren, modellieren, feststecken, weil das Praktische ist bei mir, dass die Puppe von der Taille ein sehr ähnliches Maß hat, so wie ich. Das heißt, wenn es ihr passt, passt es mir auch ungefähr. Dementsprechend habe ich hinten erstmal auseinandergeschnitten, damit ich die Chance hatte, richtige Abnäher mit einzubauen. Also den Stoff wirklich so hinzubiegen, dass er sich dann auch schön um die Taille schmiegt und das Ganze nicht so kastenförmig aussieht. Die abgesteckten Abnäher habe ich dann einmal runtergenäht, also wirklich einfach Geradstrich runter und danach einmal abschneiden. Hier wäre es natürlich super praktisch, wenn man eine Overlock hätte, um das Ganze zu versäubern. Tatsächlich habe ich leider keine, dementsprechend franzt das bei mir ein bisschen aus, aber ich muss auch sagen, ich finde es nicht so schlimm, solange ich das selbst trage und das Ganze irgendwie hält. Und danach hieß es dann noch weitere Abnäher machen. Also so gut es geht, das Ganze wirklich an der Puppe modellieren und ich habe dann hinten dann auch schon mal versucht, das Ganze so anzupassen, dass ich dann noch einen Reißverschluss mit einbauen kann. Der Reißverschluss wird dann noch einmal festgesteckt und dann heißt es eigentlich nähen. Also wirklich alle Abnäher nochmal abnähen, dann nochmal den Reißverschluss mit einbauen und sich nicht zu viel ärgern, dass alles in der Nähmaschine stecken bleibt, weil dieser Stoff, sage ich euch liebe Leute, war absolut kein Spaß. Nachdem der Reißverschluss dann drin war, habe ich dann die Überreste des Stoffs natürlich noch einmal runtergeschnitten und es hieß vor allen Dingen auch, nachdem ich das Ganze dann
sozusagen schlussendlich in Form gebracht habe, musste ich ja irgendwie oben den Abschluss machen. Eigentlich dachte ich ja, ich mache ein Bündchen, aber das war jetzt alles so viel Experiment und ich hatte keinen Stoff mehr, also ich konnte ihn irgendwie nicht so verarbeiten, dass es klappt, dass ich oben das Ganze einfach einmal dick und fett umgelegt habe. Und wie ihr seht, es hat geklappt. Viele Stunden danach, ich glaube, man sieht es mir an, ich bin ein bisschen müde. Es ist auch fast schon mitten in der Nacht. Ich wollte dieses Video unbedingt fertig drehen, denn ich habe ja einige Videos für euch vorgedreht während der Zeit, in der ich in Brasilien bin, damit ihr auch gut versorgt seid. Und ich glaube, man sieht es meinem Make-up an, dass ich so langsam ins Bett sollte. Aber ich muss ja noch packen. Einen Kommentar dazu. Falls ihr mehr Infos zur Brasilienreise haben wollt, ich habe ja keine Ahnung zu diesem Zeitpunkt, wie sie wird, dann schaut sehr gerne auf Instagram vorbei. Dort werdet ihr wahrscheinlich einige Infos sehen. Zurück aber zu den Thrift Flips. Ich habe mich erstmal dem Braunen etwas gewidmet. Und zwar haben wir einen braunen Midi-Rock gehabt. Aus dem habe ich einen kürzeren Rock gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das Ergebnis gar nicht so schlecht. Ihr könnt mir mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Ergebnis haltet. Leider passt mir der Rock tatsächlich nicht wirklich, weil er etwas zu eng ist. Und ich hätte eindeutig das Band etwas länger machen müssen. Aber ansonsten gefällt mir das Ergebnis wirklich richtig, richtig gut. Also vom Look her werde ich das auf jeden Fall tragen und schauen, ob ich mit der Enge des Rockes klarkomme oder ob ich das dann einfach weitergebe. Kommen wir nun zu dem Experiment und ich muss im Großen und Ganzen sagen, dass es geglückt ist. Ja, das Ganze ist sehr geschlampt. Es sieht unglaublich verfranst und unordentlich drin aus. Letztendlich denke ich mir aber, ich trage den Rock und von außen sieht der top aus. Der sieht so aus, als wäre alles innen drin sauber vernäht worden. Und dementsprechend ist es okay. Solange es draußen gut aussieht und der Rock vor allen Dingen auch nicht auseinanderfällt, und da bin ich mir auch sicher, dass er das nicht tun wird. Reißverschluss ist drin. Er passt wirklich super gut. Ich habe sehr, sehr viel Glück, dass die Puppe von der Taille halt fast genauso ist wie ich selbst und somit kann ich das an der Puppe super gut abstecken und das Ganze so nach Auge machen. Denn ihr habt gesehen, dass ich ja gar nichts abgemessen habe, sondern dass ich das alles wirklich komplett nach Gefühl genäht habe. Dementsprechend ist es bei mir auch total oft so ein mega Chaos, wo ich mir denke, Sophia, das kriegst du nicht mehr hin. Und dann nähe ich ein bisschen hier, nähe ein bisschen da. Auf gar keinen Fall so, wie es eigentlich richtig gemacht wird, aber irgendwie passt es dann doch und ich selbst bin zufrieden und ich glaube, das ist ja dann letztendlich irgendwie die Hauptsache. Ich werde es auf jeden Fall tragen. Ich finde, das ist total spannend, mal was total anderes, was ich sonst in meinem Kleiderschrank auch gar nicht habe. Vielleicht so ein kleiner Blair Waldorf-Hauch. Ich bin aber sehr, sehr gespannt, was ihr zu diesem Vorher-Nachher sagt, ob es euch gefällt und vor allen Dingen, ob ihr mehr Thrift-Flip-Videos sehen wollt. Dann lasst es mich doch sehr, sehr gerne einmal unten in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen. Darüber würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Oder schaut natürlich auch sehr gerne auf meinem Online-Shop vorbei, falls ihr meine Herbstkollektion verpasst habt. Darüber würde ich mich auch sehr freuen und ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag und bin so gespannt auf eure Kommentare. Ich verlinke euch hier die letzten beiden Thrift Flips und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!